Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die größte Gefahr für die Wiederwahl von Donald Trump am 3. November. Und dabei meine ich nicht etwa ihn selber, wobei er echt alles tut, um die Wahl nicht gewinnen zu müssen. Nein, keine weiteren 4 Jahre in diesem schäbigen Weißen Haus. Mir ist das Oval Office viel zu eckig. Wer hat denn das designt? Der Coyote von Bugs Bunny? Sehr guter Typ übrigens, sehr kreativ und unterstützt mit seiner Arbeit Acme, ein amerikanisches Unternehmen. Wissen nicht viele, hat mir mein Pfiffi auf den Kopf erzählt. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann kann es sein, dass deine Kaffeetasse auch hier stehen kann. Und falls du also auch mal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es um den Herausforderer von Donald Trump, nämlich Joe Biden, der das hier werden will. But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, who we are, and I cannot stand by and watch that happen. The core values of this nation, our standing in the world, our very democracy, everything that has made America America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. Und im Gegensatz zu Donald Trump ist Joe Biden ein echter Politiker, der seit fast 50 Jahren in der Politik tätig ist. So saß Joe Biden seit 1973 für den US-Bundesstaat Delaware 36 Jahre durchgehend im Senat. Und auch nur 36 Jahre, weil er ab 2009 Vizepräsident unter Präsident Barack Obama war. Seine jetzige Präsidentschaftskandidatur ist sogar schon der 3. Versuch von Joe Biden nach 1988 und 2008 Präsident zu werden. Scheinbar sind alle guten Dinge bei ihm 3. Jedoch haben 50 Jahre Politik in Washington auch die eine oder andere Delle an ihm hinterlassen. So arbeitete er in den 1980ern mit sich öffentlich als Rassisten bekennenden Senatoren zusammen. Oder machte eine ziemlich miese Figur bei der Anhörung im Senat von Clarence Thomas, der 1991 von George Bush als neuer Richter für den Supreme Court nominiert wurde, als dieser von Anita Hill der sexuellen Belästigung bezichtigt wurde. Mit dem Erfolg, dass Anita Hill, das Opfer, am Ende ruhig gestellt wurde und nicht der Täter Clarence Thomas. Was allerdings Jahre später bei Brett Kavanaugh auch passierte. Aber immerhin ein oberster Richter, der auch gerne mal ein Bier bei der Rechtsprechung säuft. Amerikanischer geht es ja kaum. Joe Biden ist aber auch bekannt dafür, ein gewisses unangemessenes Verhalten gegenüber Frauen an den Tag zu legen. Dabei ist er nicht der Grab-him-by-the-Pussy-Typ wie Donald Trump, zumindest weil die Anklagen mittlerweile verjährt sind. Joe Biden steht scheinbar darauf, Frauen immer gerne seltsam anzufassen. Aber nicht auf die gute Art, wenn es denn eine gäbe, sondern auf eine echt creepy-mäßige Art von hinten. Was selbst für mich unangenehm ist. Besser. Und so kam es, dass eigentlich Joe Biden noch nicht einmal Favorit bei der Suche der Demokraten nach einem Präsidentschaftskandidaten war, sondern eigentlich der hier. Ich kandidiere für die Präsidentschaft, um Donald Trump zu besiegen und Amerika wieder aufzubauen. Bloomberg reiht sich spät ein in ein übervolles Bewerberfeld der Demokraten. Der 77-jährige Ex-Bürgermeister von New York tritt mit einer liberalen Agenda an und mit 52 Milliarden Dollar im Rücken. Kaum Kandidat hat er für seine TV-Werbung bereits mit einem Schlag mehr ausgegeben als fast alle anderen demokratischen Bewerber. Wahlen sollten nicht zum Verkauf stehen, nicht für Milliardäre, nicht für Unternehmensvorstände. Wir müssen eine Graswurzelbewegung aufbauen, so funktioniert Demokratie. Und nein, liebe Elizabeth Warren und die bessere Präsidentin 2020, leider funktioniert so eine Demokratie eben nicht in den USA. Und die Kandidatur von Michael Bloomberg steht sinnbildlich für das, was in Amerika schon lange schief läuft und letztlich überhaupt erst dazu geführt hat, dass Donald Trump Präsident wurde. Denn Michael Bloomberg tingelte nicht etwa
wie die anderen damals noch knapp 8000 Präsidentschaftskandidaten der Demokraten durch die Bundesstaaten und küsste Wähler und redete mit Babys oder auch manchmal andersherum. Sondern Michael Bloomberg hatte eine einfachere Strategie. Warum die Ochsen pur über die Dörfer machen, wenn er doch eine Sache hat, die das alles viel einfacher macht. Nämlich scheiß viel Kohle. Und so verbrannte Michael Bloomberg in den knapp 4 Monaten seiner Kandidatur rund $600 Millionen von seinen knapp 52 Milliarden Dollar schweren Vermögen. Also das, was er normalerweise als Wechselgeld immer im Portemonnaie hat. Dabei setzte er alles auf nur eine Karte, nämlich auf den sogenannten Super Tuesday, benannt nach dem Song der Rolling Stones, wo gleichzeitig in 14 US-Bundesstaaten plus amerikanisch Samoa die Vorwahlen der Demokraten stattfand. Mit dem überwältigenden Ergebnis von diesen 14 Bundesstaaten plus amerikanisch Samoa nur genau amerikanisch Samoa dann auch zu gewinnen. Hätte Michael Bloomberg allen wahlberechtigten Einwohnern von amerikanisch Samoa $100.000 gegeben, wenn sie ihn gewählt haben, hätte ihn sein Wahlkampf sogar nur ein Zehntel gekostet, mit demselben Erfolg. Aber der eigentliche Hauptgegner bei den Vorwahlen der Demokraten von Joe Biden war natürlich er hier. Vor 4 Jahren galt er noch als verschrobener Außenseiter. Jetzt könnte er sich als Top-Kandidat der amerikanischen Demokraten durchsetzen. Bernie Sanders, parteiloser Senator aus Vermont. Gemeinsam haben Sie und ich und unsere Kampagne von 2016 eine politische Revolution begonnen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Revolution zu vollenden und die Vision umzusetzen, für die wir gekämpft haben. Und wie schon 2016 gegen Hillary Clinton konnte sich auch dieses Mal Bernie lange berechtigte Chancen auf die Kandidatur ausrechnen. Denn solange sich die Kandidaten wie Joe Biden oder Pete Buttigieg oder Amy Klobuchar in der Mitte selber im Weg standen beim Rennen zur Kandidatur, konnte Bernie Sanders ganz in Ruhe seinen Weg links von denen gehen. Und erst als es sich auf einen Zweikampf gegen Joe Biden zuspitzte und es damit auch wieder analog zu 2016 mit Hillary Clinton nur noch darum ging, ob nun ein Kandidat aus der Mitte oder ein Kandidat von links das Rennen macht, konnte Joe Biden dann den Wettlauf zur Kandidatur für sich entscheiden. Bis dann Covid-19 kam. Allerdings ist Covid-19 für Joe Biden bisher ein Segen. Denn mit seinen 77 Jahren zählt er zur Risikogruppe, weswegen er sein Haus kaum verlassen kann. Was aber für seinen Wahlkampf wiederum gut ist, da er bekannt dafür ist, bei Wahlterminen, je länger diese dauern, immer wieder nur noch Mist zu erzählen. Sei es auf einer Wahlkampfbühne seine Frau mit seiner eigenen Schwester zu verwechseln, was jetzt in Utah und Niedersachsen zum Beispiel immer noch ein und dieselbe Person wäre. Oder bei einer Diskussion mit anderen Präsidentschaftskandidaten auf seine Wahlkampf-Internetseite zu verweisen namens Joe 30.330, was entweder die Nummer für die Erste Hilfe ist oder er plant eine 4. Kandidatur in 30.330. Aber dank Covid-19 steht er eben nur für kurze Interviews zur Verfügung und punktet damit umso mehr gegen einen immer mehr irrlichternden Donald Trump. Sein Haus in Delaware verlässt Joe Biden Corona-bedingt nur selten. Seine Reden überträgt er im Internet. Auch Interviews gibt er von hier aus und nutzt sie für scharfe Kritik am Corona-Krisenmanagement von Präsident Trump. Er trägt die Verantwortung, aber hat im Grunde die weiße Fahne geschwenkt. Er hat gesagt, ich bin nicht verantwortlich, ich muss nichts tun, das ist Sache der Gouverneure. In seinen TV-Werbespots inszeniert sich Biden als Politiker der ruhigen Hand, der auf den Rat von Wissenschaftlern hört und sich für eine Krankenversicherung für alle Amerikaner einsetzt. Und gerade eine universelle Krankenversicherung ist etwas, das Joe Biden nur in seinem Wahlprogramm aufgenommen hatte, weil Bernie Sanders das vehement in seinen Wahlkampf forderte. Und so blöd es gerade viele junge Bernie Sanders-Fans fanden, dass Bernie es nicht geschafft hat, so hat er trotzdem viele Ideen, die vor 4 oder 5 Jahren noch unmöglich gewesen wären, salonfähig gemacht. Also fassen wir einmal zusammen. Joe Biden steht Donald Trump so diametral entgegen, wie eigentlich ansonsten nur die Glaubensfrage, was besser schmeckt. Pepsi oder Coca-Cola. Natürlich Dr. Pepper, dem einzigen Arzt, der nicht wegen Plagiatsvorwürfen seinen Doktortitel abgeben musste. Und ich schaue dich dabei an, Dr. Fanta. Aber Joe Biden steht jetzt nicht so sehr für eine Veränderung wie einst Barack Obama 2008, sondern Joe Biden steht
steht dafür, den Status quo vom 8. November 2016, also einen Tag vor der Wahl Donald Trumps, wiederherzustellen. Und während Donald Trump 2016 den Boom seines Vorgängers übernehmen konnte und mit Nichtstun bzw. Steuererleichterungen für die Reichen, damit deren Boom noch verdoppelt wird, würde Joe Biden 2020 einen Scherbenhaufen von seinem Vorgänger übernehmen. Fast 200.000 Menschen sind in den USA an Covid-19 gestorben. Dutzende Millionen Amerikaner haben ihren Job verloren. Black Lives Matter sollte langsam mal wirklich mattern oder Defund the Police. Nur um einen Bruchteil von den Problemen und Herausforderungen zu nennen, die der nächste Präsident der Vereinigten Staaten angehen muss. Denn bei alledem kann der sich nicht hinstellen und am Ende sagen, ich bin nicht verantwortlich, ich muss nichts tun, um sich dann entweder im Bunker unter dem Weißen Haus zu verstecken, wie schon einst Donald Trump, oder einfach mal um 9 Uhr morgens am ersten Tag 5 Grad sein zu lassen und golfen zu gehen. Aber noch eine kleine Sache. Auch wenn die Show heute sich nur um Joe Biden gedreht hat, möchte ich trotzdem noch einmal auf Michael Bloomberg zurückkommen. Denn nicht nur, dass er glaubte, sich mit verdammt viel Kohle die Kandidatur zu kaufen, kam kurz nach seinem grandiosen Sieg in amerikanisch Samoa dieses Video raus, das ihn zeigt, wie er mit den Händen eine Pizza klein macht, dann das Stück davon isst, nur um sich danach genüsslich jeden einzelnen Finger abzulecken. Ah, mega i! Das ist so widerlich, da muss ich meine Augen gleich noch einmal desinfizieren. Besser. Und das Ganze wurde nicht etwa heimlich gefilmt, sondern das Ganze hat sein eigenes PR-Team auf dem Snapchat-Kanal von Michael Bloomberg gepostet. Wohlgemerkt, Anfang März, als sich Covid-19 in der Welt ausbreitete. Genau wegen solch fehlender Hygiene. Das aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, hatte schon fast präsidiale Ausmaße, denn anders frisst sich Donald Trump auch nicht durch einen KFC-Eimer. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.